Schädlinge können einen beträchtlichen Schaden anrichten in Kulturgütersammlungen. Und doch wird das Thema oft recht stiefmütterlich behandelt. Wie man Schädlinge bekämpft, wie man sie präventiv behandeln kann und wie man sie erkennt, zu dem geht es in der heutigen Sendung bei OH Objekthandling. Ich habe zu dem Thema den Dr. Pascal Querner aus Wien gefragt und begrüße ihn herzlich. Guten Tag, Dr. Querner. Sie haben Biologie studiert und arbeiten heute als Schädlingsbekämpfer in verschiedenen Museen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Das Thema der Schädlinge in den Museen betrifft alle Museen, weil immer wieder Insekten in die Sammlungen kommen. Und wenn man diese Schädlinge nicht überwacht und rechtzeitig erkennt, dann kann es zu beträchtlichen Schäden kommen. Insekten sind ja eigentlich oft auch Nützlinge. Wann ist ein Insekt denn ein Schädling? Ein Schädling ist ein Insekt aus unserer menschlichen Sicht, wenn er einen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Das hängt meistens damit zusammen, dass sie auch in einer großen Anzahl vorkommen. Und für die Museen im Speziellen sind die Schädlinge natürlich die Organismen, die an den Objekten fressen und einen Schaden vor Ort verursachen können. Und wie erkennt man so einen Schädling? Wie machen Sie das? Die meisten Schädlinge, mit denen ich zu tun habe, sind Insekten. Und hier können wir die Käfer oder die Motten bestimmen. Dafür brauchen wir ein Mikroskop oder eine Handlupe. Manchmal auch Bestimmungsliteratur, um diese Arten genau dem richtigen Organismus zuzuordnen. Und wenn ich jetzt als Sammlungsmitarbeiterin ein Insekt finde und dieses vielleicht nicht erkenne und nicht weiß, ist es jetzt einfach ein Insekt oder ist es ein Schädling, was würden Sie mir empfehlen, wie ich damit umgehe, dass ich weiß, es ist gefährlich, ich muss aufpassen mit diesem Insekt oder es ist nicht so schlimm? Wichtig ist, dass man keine Panik bekommt, wenn man Tiere oder Insekten in einem Gebäude, einem Museum oder einer Sammlung findet. Denn das ist ganz normal. Das kommt in allen Gebäuden und Sammlungen vor. Wichtig ist, dass wir dann die Tiere genau bestimmen. Das heißt, wir müssen unterscheiden, ist das ein Schädling, der wirklich in der Sammlung einen Schaden verursachen kann, oder ist es ein zufälliger Gast, der vielleicht von außen kommt, durch eine undichte Gebäudehülle. Oder wir haben auch Tiere wie Spinnen, Asseln, die im Gebäude eigentlich keinen Schaden verursachen können, aber trotzdem regelmäßig gefunden werden. Das heißt, dass wichtig ist, wenn jemand anfängt, Insekten zu bestimmen, dass er sich ausreichend Zeit dafür nimmt. Es gibt Bestimmungshilfen, Bücher für Tiere in Museen, die man zur Rate ziehen kann. Es gibt Schädlingsposter, die wir manchmal verteilen auf den Kursen. Und mit Hilfe dieser Vergleich von Bildern kann man schon sehr gut die wichtigsten Materialschädlinge erkennen und einschränken. Und welche sind denn diese häufigsten Schädlinge, die Sie in Museen so treffen, zum Beispiel in einer historischen Sammlung, wie wir sie hier haben? Die wichtigsten Materialschädlinge sind zum Beispiel die Kleidermotte, die weltweit verbreitet ist und an Textilien, Fell und Federn große Schäden verursachen kann. Dann haben wir eine Gruppe, die Gruppe der Pelzkäfer, wo Wollkrautblütenkäfer oder dunkler Pelzkäfer dazugehört. Diese Tiere sind auch sehr häufig in historischen Gebäuden. Oft ernähren sie sich hier von Staub, toten Insekten, können aber manchmal auch die Sammlung befallen. Und dann haben wir auch Tiere, die zu den Fischchen gehören, zum Beispiel das Silberfischchen, was häufig in feuchten Räumen, wie zum Beispiel Kellern, vorkommt. Und in den letzten Jahren ist zum Beispiel das Papierfischchen als wichtiger Schädling dazugekommen. Und diese Tiere sind besonders für Archive und Bibliotheken, aber auch moderne Kunstdepots ein sehr wichtiger Schädling geworden. Und wie kommen die Schädlinge herein?
In historischen Gebäuden haben wir meistens eine gewisse Population von Materialschädlingen, die im Gebäude vorhanden sind. Sie leben im Dachboden, im Keller, unterm Parkettboden, in Lüftungsschächten oder Kaminen, die zum Beispiel nicht mehr genutzt werden und können von dort immer wieder in die Ausstellungsräume eindringen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat aber gezeigt, dass meistens Schädlinge mit befallenen Objekten eingeschleppt werden. Und hier ist es auch sehr wichtig, mit einer guten Quarantäne das so gut es geht zu vermeiden. Also Ihre Prämisse lautet ja, möglichst keine Giftstoffe zu verwenden, sondern andere Methoden. Was haben Sie da für Methoden vorzuschlagen? In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Biozide schädlich für die Umwelt sind, für die Museumsmitarbeiter, aber auch für die Objekte. Das heißt, in dem Konzept der integrierten Schädlingsbekämpfung oder Integrated Pest Management versucht man möglichst auf den Einsatz von Pestiziden zu verzichten. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits können Objekte gefroren werden. Wir können eine feuchte regulierte Wärmebehandlung durchführen oder sehr häufig bei Kunstobjekten wird eine Stickstoffbegasung eingesetzt, wo die Insekten in einem Zelt oder einer Kammer durch den geringen Sauerstoffgehalt ausgetrocknet und erstickt werden. Also das sind ja jetzt die Behandlungsmethoden, wenn wir einen Schädlingsbefall haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Pfeiler ist ja auch quasi die Prävention. Für jedes Museum empfehlen wir prinzipiell ein Monitoring durchzuführen. Und bei einem Monitoring wird die Sammlung überwacht und man sieht durch den Einsatz von Insektenfallen oder von visuellen Kontrollen der Objekte, ob Schädlinge in der Sammlung aktiv sind. Besonders für größere Häuser und Gebäude empfiehlt sich Klebefallen und auch Pheromonfallen, zum Beispiel für Kleidermotten, einzusetzen, weil wir dadurch die Aktivität der Schädlinge über das Jahr sehr gut überwachen können. Und die Ergebnisse der Fallen zeigen uns dann nicht nur, welche Schädlinge vorhanden sind, sondern sie gehen auch ins Detail und wir können Hotspots, Konzentrationen von den Schädlingen in bestimmten Räumen oder Bereichen erkennen. Wir sehen, ob andere Tiere von außen in das Gebäude eindringen. Über die Zeit erkennen wir, ob zum Beispiel neue Schädlinge eingeschleppt wurden mit einem befallenen Objekt oder anderen Materialien. Und dieses Monitoring ist etwas, was man längerfristig durchführen sollte, um seine Sammlung regelmäßig zu überwachen. Und wie muss ich mir das als Sammlungskuratorin oder wenn ich jetzt in einem kleinen Haus bin, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da bestimmte Regeln bei diesem Monitoring, die ich einhalten muss? Ich empfehle, die Klebefallen im Frühjahr neu aufzustellen, damit in der Jahreszeit, wenn die meisten Schädlinge aktiv werden, die Käfer schlüpfen, die Kleidermotten schlüpfen, dass man dann neue Klebe- und Pheromonfallen im Raum platziert. Die Klebefallen sollten immer bündig an den Wänden stehen, weil Insekten generell entlang von den Wänden laufen und ungern über freie Flächen. Weiters geeignete Plätze sind zum Beispiel Fensterbänke oder unterhalb von Fenstern, links und rechts von Eingangstüren, um Tiere von außen abzufangen. Die Pheromonfallen, die Tiere ja aktiv anlocken, sollte man nicht zu nah bei Fenstern platzieren, sondern eher in Raummitte. Und hier rechnen wir ungefähr einen Radius von etwa 10 Meter um die Falle, die von so einer Pheromonfalle relativ gut abgedeckt wird. Die Klebefallen stellen wir etwa alle 10 Meter entlang von den Wänden auf und damit bekommen wir einen guten Eindruck, welche Tiere aktiv sind. Die Insektenfallen sollten mehrmals im Jahr kontrolliert werden, um eine höhere Aktivität oder Befall von Objekten rechtzeitig festzustellen. Meistens tausche ich am Ende des Jahres noch einmal die Fallen für die Wintermonate. In der Zeit ist aber eine regelmäßige Kontrolle nicht so wichtig, weil weniger Tiere bei kühleren Temperaturen aktiv sind. Eine weitere Möglichkeit, Insekten zu fangen, sind zum Beispiel Lichtfallen, wie UV-Lichtfallen oder Grünlichtfallen. Hier werden besonders Holzschädlinge oder Brotkäfer
aktiv durch das Licht angelockt und können auch zum Monitoring eingesetzt werden. Heißt denn das jetzt, wenn ich keinen Schädling finde, dass es auch keinen Schädling hat in meinem Depot? Oder mache ich dann allenfalls etwas falsch beim Monitoring? Generell ist ein Monitoring nicht so schwer durchzuführen, wenn man diese Insektenfallen bestellt und aufstellt. Die sind auch relativ kostengünstig. Und diese Fallen fangen keine Schädlinge. Dann ist das ein sehr guter Hinweis, dass die Sammlung schädlingsfrei ist. Vorsichtig muss man sein, wenn man kein Monitoring und keine genaue Überwachung mit Fallen hat, denn die meisten Insekten in den Gebäuden sind nachtaktiv. Und selbst wenn wir in einem Museum oder Depot arbeiten, sind diese Tiere nicht immer offensichtlich und auffällig. Erst wenn ein Schädlingsbefall wirklich groß ist, dann sehen wir das auch offensichtlich, wenn wir in den Räumlichkeiten arbeiten. Und das Monitoring ermöglicht uns, das sehr viel früher zu erkennen. Kann ich auch an einem Objekt selber erkennen oder also unabhängig vom Monitoring jetzt vielleicht noch einen Durchgang durch mein Depot machen und diverse Objekte so kontrollmäßig anschauen? Generell ist es zu empfehlen, Hochrisikoobjekte trotzdem 1- bis 2-mal im Jahr zu kontrollieren, wo wir nach Fraßspuren von Schädlingen suchen, Bohrmehl, Larvenhüllen zum Beispiel von den Pelzkäfern. Oft liegen auch tote Schädlinge in der Nähe von einem befallenen Objekt. Und das sind sehr wichtige Hinweise, dass wirklich auch dieses Objekt befallen ist. Wenn wir ein Monitoring haben als ersten Schritt, der uns die Aktivität von den Schädlingen zeigt und es ist eine gewisse Schwelle überschritten, dann ist auch der nächste Schritt, mit einer Taschenlampe im Depot oder im Museum nach den befallenen Objekten zu suchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. Die Insekten fliegen oft zum Licht. Das heißt, wir finden oft Brotkäfer, Pelzkäfer und auch Holzschädlinge bei den Fensterbänken. Und sie kommen aus der Umgebung oder aus dem Raum. Aber hier heißt das nicht unmittelbar, dass sie dort geschlüpft sind, sondern die Tiere sind aktiv. Sie können fliegen und sind daher auch in dem Raum oder in der Umgebung zu suchen. Ich danke Ihnen vielmals. Herzlichen Dank, Herr Querner. Danke. Falls Sie sonst noch Fragen haben zu IPM, Sie finden Herr Dr. Pascal Querner auf www.ipmmuseen.at.